Hallo und herzlich willkommen zurück auf Madame Fuchslis YouTube-Kanal. Heute geht es um dieses Ornament. Und zwar kann man mit diesem Ornament ein schönes, breites Band häkeln. Und dazu benötigen wir natürlich Wolle, unsere Häkelnadel, eine Schere und eine Wollnadel. Wir fangen an mit einer Luftmaschenkette. Unsere Grundmaschen sind 14 Luftmaschen. Jetzt brauchen wir noch jeweils eine Luftmasche für die Seiten. Jetzt haben wir 16 und beginnen mit unserer ersten Runde. Dazu benötigen wir 3 weitere Luftmaschen. Die zählen hier in diesem Fall als ein Stäbchen und stechen dann von der Nadel aus in die 4. Masche ein. Also wir zählen 1, 2, 3 Luftmaschen zurück und stechen dann gleich in die 4. ein. Diese wird mit einem Stäbchen gehäkelt. Dazu nehmen wir den Faden auf die Nadel, stechen in unsere Grundmasche ein, haben jetzt 3 Schlaufen auf unserer Nadel und maschen immer 2 Schlaufen. Das häkeln wir jetzt bis zum Schluss, so dass wir ungefähr 16 Stäbchen haben. So, am Ende angekommen haben wir insgesamt 16 Stäbchen gehäkelt. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist unsere untere Reihe. Und jetzt fangen wir an, den ersten Teil des Ornaments zu häkeln. Dazu häkeln wir wieder für unser eines Stäbchen 3 Luftmaschen, um die nächste Runde zu beginnen. Und häkeln in das zweite Stäbchen ein weiteres Stäbchen. So, und jetzt häkeln wir ein doppeltes Stäbchen. Dazu nehmen wir 2 Schlaufen auf die Nadel, zählen dann von der Nadel aus bzw. nach unseren gehäkelten Stäbchen 2 Maschen weiter und stechen in die 3. ein und häkeln unser doppeltes Stäbchen, indem wir immer 2 Maschen abmaschen. Jetzt ist es hier so quer gehäkelt. Das ist hier versteckt. Jetzt häkeln wir das erste Quadrat. Dazu benötigen wir 3 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir 3 Stäbchen um unser doppeltes Stäbchen herum, indem wir hier in diesen Zwischenraum gehen, unseren Faden holen und das erste Stäbchen, das zweite und das dritte Stäbchen. So, jetzt zählen wir wieder 2 Maschen weiter und häkeln in die nächsten 2 Stäbchen 2 weitere Stäbchen. Und das hier wiederholen wir jetzt genau nochmal auf der anderen Seite. Wir häkeln ein doppeltes Stäbchen, nehmen 2 Schlaufen auf, springen 2 Maschen weiter, stechen in das dritte ein, häkeln unser doppeltes Stäbchen, wieder 3 Luftmaschen und häkeln wieder um unser doppeltes Stäbchen in den Zwischenraum 3 normale Stäbchen.
zählen wieder 2 Maschen weiter und häkeln in unsere letzten 2 Stäbchen wieder 2 ganz normale Stäbchen. Das Ganze müsste dann so aussehen. Jetzt häkeln wir die Mitte bzw. die erste Hälfte unserer Mitte. Dazu häkeln wir wieder zu Beginn unserer Runde die 3 Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und häkeln in das zweite Stäbchen wieder ein weiteres Stäbchen. Das ist unser Rand. Und dann geht es wie folgt weiter. Wir häkeln 3 Luftmaschen und häkeln jetzt eine feste Masche hier oben in die Ecke. Ne? Also die 3 Stäbchen und dann haben wir hier so einen Zwischenraum, diese kleine Ecke hier. Und da häkeln wir einfach eine feste Masche rein. Das Ganze sieht dann so aus. Diese Stäbchen in der Mitte werden jetzt verdoppelt. Also wir häkeln in ein Stäbchen 2 Stäbchen rein und das Ganze in das zweite Stäbchen auch nochmal. Also insgesamt dann 4 Stäbchen in der Mitte, jeweils 2 Stäbchen in ein Stäbchen gehäkelt. Setzen wieder in unsere Ecke hier oben eine feste Masche, so wie wir es hier auf der Seite getan haben, nur jetzt spiegelverkehrt, also eine feste Masche, dann wieder unsere 3 Luftmaschen und in die letzten 2 Stäbchen jeweils wieder ein Stäbchen häkeln. So, jetzt haben wir die erste Hälfte unseres Ornaments gehäkelt. Nun kommen wir zur dritten Runde bzw. zur dritten Reihe. Wieder beginnen wir mit 3 Luftmaschen und mit einem Stäbchen in die zweite Masche und häkeln jetzt wieder ein doppeltes Stäbchen und zwar auch in diese Ecke von diesem Viereck, also in die feste Masche der Vorrunde und machen das gleiche wie hier unten. Wir häkeln 3 Luftmaschen und häkeln dann in unseren Zwischenraum um das doppelte Stäbchen rum 3 feste Stäbchen. Jetzt nehmen wir diese Stäbchen wieder zusammen, also machen jeweils aus 2 Stäbchen ein Stäbchen. Das geht wie folgt. Wir holen uns den Faden auf die Nadel, stechen in unser erstes Stäbchen ein, maschen die ersten 2 Schlaufen ab, lassen aber 2 Schlaufen auf der Nadel, gehen in das nächste Stäbchen rein, holen uns wieder den Faden, maschen wieder die 2 Maschen ab und maschen die restlichen Maschen ab. Ich zeige es nochmal. Faden auf die Nadel nehmen, in das erste Stäbchen einstechen, Faden holen, ersten 2 Schlaufen abmaschen, in das nächste Stäbchen gehen, wieder den Faden holen, wieder 2 Schlaufen abmaschen und die anderen 2 Schlaufen auch abmaschen. Dann häkeln wir wieder ein doppeltes Stäbchen, gehen wieder in unsere Ecke, häkeln 3 Luftmaschen und häkeln wieder in unseren Zwischenraum um das doppelte Stäbchen 3 Stäbchen. Und das Ganze zum Schluss wieder mit 2 Stäbchen in die hinteren 2 Stäbchen beenden.
Jetzt fehlen noch die letzten 2 Runden. So, wie jede Runde beginnen wir mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen. Dann werden 2 Luftmaschen gehäkelt. Wir häkeln wieder eine feste Masche in unsere Ecke. Wieder 2 Luftmaschen, jeweils ein Stäbchen in die Mitte und das Ganze wieder umgekehrt. 2 Luftmaschen, eine feste Masche in unsere Ecke oben, 2 Luftmaschen, um rüber zu kommen und wieder zum Schluss 2 Stäbchen. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Runde. Wir schlagen wieder 3 Luftmaschen an und häkeln jetzt ein Stäbchen wieder in das zweite Stäbchen. In den Zwischenraum häkeln wir wie die 2 Luftmaschen auch 2 Stäbchen in die feste Masche auf unserer Ecke, ein Stäbchen, in den Zwischenraum natürlich wieder 2 Stäbchen, dann mittig wieder jeweils ein Stäbchen und das gleiche wieder in den Zwischenraum 2 Stäbchen, ein Stäbchen in die feste Masche, 2 Stäbchen in den Zwischenraum und wieder jeweils ein Stäbchen zum Schluss. Insgesamt sind das dann wieder 16 Stäbchen und haben quasi unser Grundmuster für unser Band fertiggestellt. Dieses Muster einfach weiter häkeln, solange wie ihr möchtet, solange wie ihr euer breites Band braucht. Ihr könnt jetzt noch das in der Breite vergrößern, indem ihr einfach unten mehr Luftmaschen anschlagt. Wichtig ist, dass die Grundmaschen immer durch 14 teilbar sind, plus eure 2 zusätzlichen Maschen. Also das heißt, ihr könntet jetzt 2 oder 3 Reihen machen. Bei 2 Reihen müsstet ihr dann 28 Maschen, 28 Luftmaschen anschlagen, plus 2 weitere Maschen für eure Seiten. Und bei 3 dann dementsprechend 32 und so weiter, also immer durch 14 teilbar. Und in der Länge könnt ihr dann, wie gesagt, variieren, solange ihr das Band braucht. Und was ihr auch machen könntet, wenn ihr ein bisschen Abwechslung reinhaben möchtet, könnt ihr quasi in anderen Farben dann das Band weiter häkeln, was auch sehr schön aussieht, wenn man mit 2 oder 3 Farben einfach das Muster wiederholt. Ich zeige euch gleich noch, wie das Band aussieht, wenn es etwas breiter ist. So, wenn ihr eine Weile weiter gehäkelt habt, sieht das Ganze so aus. Schönes breites Band. Zum Schluss natürlich noch den Faden vernähen. Wenn euch das jetzt zu schnell ging oder etwas zu kompliziert war, habe ich das nochmal versucht aufzuschreiben. Jeder, der Häkelschrift schon mal gelesen hat, hoffentlich
trägt das zu einem besseren Verständnis bei. Unsere Grundmaschen plus 2 und dann wird das immer so gehäkelt. Die Punkte sind unsere Luftmaschen, die Quadrate feste Maschen, dann Strich mit einem Querstrich, also diese Kreuzchen sind die normalen Stäbchen. Das A und das V mit dem Strich ist jeweils zum Beispiel das V mit dem Strich, doppeltes Stäbchen in eine Masche und das A ist das Stäbchen zusammengenommen und das Stäbchen mit den 2 Strichen ist unser doppeltes Stäbchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt Erfolg beim Nachhäkeln. Bis zum nächsten Mal.